1000 Kilometer zu Fuß durch Deutschland. In genau 30 Tagen. Vom nördlichsten Punkt des Landes Richtung Süden. Zusammen mit Sebastian, einem Zelt und nur 3 Kilo Ausrüstung auf dem Rücken. Nacht für Nacht leben wir draußen. Im Wald, am See, auf Trekkingplätzen, auf Campingplätzen und irgendwo dazwischen. Es ist mein größtes Projekt bisher. Der Weg führt uns weg von der Ostsee und hinein in die holsteinische Schweiz. Durch unzählige Wälder, über den höchsten Berg Schleswig-Holsteins bis zu unserem großen Meilenstein Hamburg. Aber auf dem Weg dorthin merken wir, dass diese Tour nicht mehr so weitergehen wird wie geplant. Willkommen jetzt zur dritten Woche unserer Tour. 1000 Kilometer vom nördlichsten Punkt Deutschland Richtung Süden. Wir haben unseren Pausentag hinter uns gebracht und wie immer eine Menge gegessen, all unsere Sachen gewaschen. Und jetzt sind wir bei bestem Wetter hier unterwegs, wie immer noch in der holsteinischen Schweiz. Fühlen uns gerade sehr fit, aber es ist der wärmste Tag bisher, 25 Grad. Dafür werden die Nächte mit 11 Grad auch endlich mal wärmer. Wir haben noch Proviant für 2 Tage und unsere nächsten Stationen sind Lübeck und vielleicht am Ende der Woche sogar Hamburg. Haben jetzt gleich die 400 Kilometer Marke insgesamt. Damit nähern wir uns natürlich der Hälfte. Und heute nach dem Pausentag haben wir so 31 Kilometer eingeplant und werden mal wieder an einem wunderbaren wilden Schleswig-Holstein-Platz zelten. Und das auch auf dem höchsten Berg der gesamten Route. Natürlich haben wir nicht so hohe Erhebungen hier. 162 Meter ist da der kleine Hügel, aber dankenswerterweise ist da oben so ein offizieller Zeltplatz. Ja, wir hoffen, dass wir weiter gut durchhalten. Sebastian geht es übrigens auch ein bisschen besser und deswegen würde ich sagen, geht's los. Ja, das wäre mal eine schöne Pausengelegenheit. Ist noch ein bisschen früh jetzt, aber hier sieht man noch den E1-Aufkleber. Wir laufen nämlich immer noch über dem europäischen Fernwanderweg 1, natürlich den Nord-Süd-Trail entlang. Und hier gibt es sogar noch einen lokalen Trail entlang der holsteinischen Schweiz mit Stempelkarten, wie wir gerade gesehen haben. Ja, okay, das ist zu schön. Da können wir jetzt nicht dran vorbeigehen. Ja, 2. Mai heute, Samstag. Man merkt direkt die brutale Maihitze. Also es ist deutlich wärmer geworden als die letzten Wochen. Wir sind gerade um jede Windbrise hier dankbar und dementsprechend verbrauchen wir natürlich auch mehr Wasser. Und morgen haben wir noch gedacht, wir nehmen ein bisschen weniger mit, weil man natürlich dann über den Tag weniger Ballast hat. Aber man verbraucht doch schon mehr und wir müssen mal gucken, dass wir auf jeden Fall noch einmal wirklich auffüllen können heute. Denn am Trekkingplatz später, da gibt es natürlich gar keine Infrastruktur, keine Toilette, kein Wasser, gar nichts. Und da muss man natürlich immer schauen, dass man hier bei dem warmen Wetter immer hydriert bleibt. Wir betreten jetzt hier gleich Eutin. Das ist die letzte größere Stadt hier auf der Karte. Und danach geht es eigentlich nur noch in die Wildnis. Und wir überlegen tatsächlich jetzt, obwohl wir da noch 16 Kilometer haben, hier schon mal alles für die Nacht aufzufüllen. Ist natürlich schwerer, aber danach kommen nur noch ein paar Dörfer. Und auch am Ziel ist so eine Eco-Toilette eingezeichnet, die wahrscheinlich kein Wasser hat. Deswegen müssen wir uns entweder mehr tragen oder pokern, dass wir noch irgendwo Wasser kriegen. So, wir verlassen jetzt Eutin und damit auch, glaube ich, den letzten dieser 5 Seen. Wir saßen jetzt da vorne am Wasser und verfolgen jetzt doch die Strategie Risiko, weil wir einfach keine Lust haben, so viel Wasser zu tragen. Im Zweifel müssen wir noch mal irgendwie einen Anwohner dort fragen. Bis jetzt hat das immer gut funktioniert und ja, bei dem Wetter werden sicherlich ein paar Leute auch im Garten sein und irgendwas gießen. Mal gucken.
Oh, im Wald ist es zum Glück echt mal ein bisschen kühler, aber die Wasserreserven, die schrumpfen hier so vor uns hin. Und gerade war dieser Berg ausgeschildert, zu dem wir laufen, doch irgendwie noch 17 Kilometer, also irgendwie ein bisschen weiter. Aber wir hatten gerade eine ziemlich nette Begegnung hier auf dem Trail. Jemand anderes mal mit einem Trekking-Rucksack, der gerade für einen anderen Trail in Süddeutschland trainiert. Da sind wir jetzt, glaube ich, mal so 3-4 Kilometer zusammengelaufen. Man konnte sich ein bisschen austauschen und das sind immer ja, super Abwechslung an so einem Tag. Ja, Bushaltestelle eignen sich immer super an so sonnigen Tagen. 22,5 Kilometer. Ja, das war's mit dem letzten Wasser jetzt. Wir laufen hier gerade so eine endlose Straße entlang, wo wirklich Autos lang rasen, Staub aufwirbeln. Hier rechts war ein Rapsfeld, aber gerade im Naturschutzgebiet war es ein bisschen schöner. Da hinten hinterm Hügel soll jetzt das letzte Dorf kommen, wo wir auf jeden Fall irgendwie an Wasser kommen müssen. Mir ist gerade auch aufgefallen, heute ist ja Samstag und das erste Mal, dass wir wirklich an einem Wochenende auf einem offiziellen Trekkingplatz schlafen. Und da kann es natürlich gerade beim langen Wochenende und dem Wetter sein, dass wir da nicht die Einzigen sind, die da übernachten wollen. Bei manchen Trekkingplätzen, das hatte ich hier gesehen beim wilden Schleswig-Holstein, dürfen nur maximal 3 Zelte aufgebaut werden für eine Nacht. Ich meine, im Notfall, wenn der Platz groß genug ist, ich glaube, da hätte niemand jetzt was gegen, wenn wir unsere 2 Wanderzelte dazustellen. Aber wenn jetzt schon deutlich mehr Leute sind, dann müssen wir vielleicht doch noch weiterlaufen. Mal gucken. So, die letzte Zivilisation, Mission Bergfeld beginnt. Sebastian hat sich bereit erklärt, hier Wasser zu organisieren bei irgendeinem Anwohner. Mal gucken, ob wir hier jemanden antreffen. So spät ist es noch nicht, 18 Uhr. Ja, ich sag's euch, wie es ist. Viel ist hier nicht los. Wir sehen da hinten einen Traktor und einen Hof. Mal gucken. Der hat einen Wolfshund. Die Klingel ist auf der anderen Seite. Aber das ist ohne Witz, das ist ein englischer Wolfshund gewesen. Dann gehen wir lieber weiter. Hallo. Ja? Ja. Aber ist nicht gesundheitsschädlich, oder? Das Okay, ich habe Sebastian Unrecht getan, das hat sehr gut geklappt. Wir haben tatsächlich, weil das Leitungswasser nicht so gut sein soll, von dem Anwohner einfach 2 Flaschen geschenkt bekommen. Das könnte knapp für heute reichen, aber ich denke, damit können wir bis morgen früh erstmal zumindest hin. Und hier geht es jetzt rauf auf den großen Bungsberg. Mal ganz ungewohnt, hier wieder ein bisschen Höhenmeter zu haben nach der ganzen Zeit. Ach, guck mal, da oben stehen welche auf dem Turm. Okay, wir haben jetzt schon einen Schreck bekommen, weil hier sollte das eigentlich sein. Und als ich auf der offiziellen Wildes SH-Seite geguckt habe, da stand, dass man zu einem Hof muss, der da unten war und sich vorher anmelden muss. Aber Sebastian sagte, er hat es jetzt gerade gefunden. Okay, geil. Wow. Gut versteckt. Ja, aber dann direkt hier auf der Wiese, oder wie? Ich denke mal, also das sieht so ein bisschen auch nach Zeltabdrücken aus. Ja, oder hier einfach, ne? Ja. Sehr gut. Und noch ein bisschen Sonne. Jetzt gucken wir noch gleich noch einmal da hoch, oder? Ja. Und da sind wir am Gipfel. Ja, nicht schlecht. Ich kenne schlechtere Aussichten. Und jetzt was essen und aufbauen.
So, Kocher ist an und das ist übrigens mein neuer Löffel, den ich mir zugeschickt habe. Ich hatte noch nie einen voll aus Titan, weil den MSR-Göffel, den ich hatte, den gab es nicht mehr. Aber bis jetzt klappt es ganz gut. Ist ein bisschen schwerer, dafür hat man mehr Komfort beim Essen. Ja, was ein Trekkingplatz mal wieder. Mehr braucht man nicht. Vor allem mit diesem überdachten Platz hier finde ich das echt genial, wenn es mal regnet. Da vorne campen noch welche in einem Wohnmobil. Und da hinten hoffe ich natürlich, dass da morgen dieses Café irgendwie aufhat, bevor wir losgehen. Und dann noch einen Kaffee trinken können. Aber ich finde es richtig cool, dass man hier neben dem Wald auch zelten kann. Also da stehen jetzt direkt die Zelte. Der erste Tag hat auch echt gut geklappt. Man hat natürlich auf so einer langen Tour immer Bedenken, ob der Körper die ganze Zeit so durchhält. Auch ich merke immer mal wieder so ein paar kleine Sachen, mache auch jetzt immer abends im Zelt so ein paar Übungen zum Beispiel, um Runners Knee vorzubeugen und dehne mich natürlich. Aber der Tag heute hat gezeigt, dass wir auf jeden Fall noch fit sind. Ich bin auch froh, dass Sebastian hier heil angekommen ist und ja, mit 30,3 Kilometer, jetzt war es ein super Einlauftag und ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht, wieder Richtung Lübeck und wir machen uns jetzt hier noch einen gemütlichen Abend, haben mega Hunger und ich sag bis morgen. 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 Oh, hat geregnet. Guten Morgen hier wieder direkt aus dem Wald. Wir haben Sonntag, jetzt mittlerweile 10 Uhr, denn das Café hatte tatsächlich auf, als wir vorbeigelaufen sind. Und da mussten wir heute sogar 2 Kaffees trinken. Die Nacht war echt perfekt. Also die wärmste Nacht seit der gesamten Tour. Ich glaube 11 Grad die ganze Nacht, super bequem. Es hat nachts dann sogar zum ersten Mal angefangen zu regnen. Ich glaube nur am Anfang auf Sylt hatten wir einmal Regen. Und als wir aufgestanden sind, hat es aufgehört. Und jetzt ist das Wetter, ich würde sagen, endlich mal wieder bewölkt, aber warm. Also eigentlich perfektes Wanderwetter, man kann im Mittel herumlaufen. Jetzt haben wir den Bungsberg hier verlassen und werden, glaube ich, auch heute die holsteinische Schweiz hier verlassen und erstmal Richtung Neustadt gehen. Und dort, ja, mal gucken, ob wir ein bisschen Proviant einsammeln können. Sebastian erwartet da noch ein Paket. Mich leider nicht, weil es wieder ein kleineres Problem bei der Post gab. Aber gar nicht so schlimm, weil wir noch mit den Rationen halbwegs gut dastehen. Ja, und dann werden wir vielleicht auch wieder die Ostsee sehen. Und Ziel ist so in 35 Kilometer heute ein Campingplatz. Deswegen wird es heute ein langer Tag. Und es kann natürlich sein, dass es heute auch mal regnet tagsüber. Könnte morgen auch passieren. Wir zum ersten Mal tatsächlich auch mal mit Regenklamotten und Poncho laufen können. Also mal gucken, wie es heute läuft. Trail Magic. Was gibt's denn hier? Eier, Biosaft, Pflaumen. Tja, nichts, was wir so gebrauchen könnten. Und auch hier am Rande des Naturschutzgebietes die erste Pause. Heute wollen wir konsequent mal jede 7 Kilometer eine Pause machen. Geht dann genau auf mit 35, aber nicht zu lang, sondern nur ein paar kurze Snacks und dann schnell weiter. Ja, aus Plan Campingplatz wird schon mal nichts, denn wir haben da gerade angerufen und die haben anscheinend den ganzen Campingplatz da platt gemacht und daraus einen Ferienhauspark irgendwie gemacht, wo man gar kein Zelt mehr irgendwie aufbauen kann und nur Häuser mieten kann. Jetzt haben wir mal geschaut, irgendwo da gibt es eine Menge Campingplätze, aber alles nur für Dauergäste und gar nicht irgendwie auf Wanderer oder Radreisende ausgelegt. Jetzt haben wir einen einzigen dort gesehen, wo jemand sagte, dass der Besitzer Radreisende sehr gerne mag. Man kann dort aber nicht anrufen, muss spontan vorbeikommen. Und da das jetzt echt
ja, eine große Distanz bis da ist. Hoffen wir natürlich, dass wenn wir da ankommen, noch jemand überhaupt da ist, sodass wir da auf den Platz kommen. Deswegen bleibt es direkt wieder ungewiss, wo wir heute schlafen, aber bis jetzt hat man immer Glück. Und das Schild habe ich jetzt durch Zufall gesehen. Trekkingplatz Wilde Schleswig-Holstein. Anscheinend mal ein privater Platz, wo man sich dann doch mal vorher anmelden muss. Aber super gelegen hier auf jeden Fall für alle, die an der Stelle eine kleine Rast machen wollen. Ja, wir merken so langsam, jedenfalls glauben wir das, an der Vegetation zu sehen, dass wir doch schon ein Stück weiter südlich gekommen sind, weil seit Sylt, die ersten Wälder, hat sich einiges hier verändert. Und 15 Kilometer, wunderbare Bank mit Mülleimer. Ein paar Spinnweben sind hier schon, aber Schatten, da kriegen wir hin. Ja, und das war's mit dem kühlen Vormittag. 17 Kilometer und unsere Wasserreserven sind schon sehr stark erschöpft. Es kommt gleich ein Dorf noch vor Neustadt und da soll es vielleicht ein Café geben. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Dann können wir da noch was Kurzes trinken. Und in Neustadt, da werden wir auf jeden Fall irgendwo an eine Tankstelle oder so Wasser kaufen können. Aber hier auf diesen Feldern steht die Sonne gerade und überhaupt gar kein Wind mehr. Ist das warm. Ja, die Pause tat auf jeden Fall gut. Jeder hat 2 Getränke jetzt genommen, aber wir saßen auch da in der Sonne jetzt eine Stunde. Jetzt ist es gerade ein bisschen schattiger geworden, aber unglaublich schwül hier an dieser Bahngleise, wo wir gerade langlaufen. Immer noch Richtung Neustadt und da müssen wir noch ein Paket abholen, das dann umpacken und dann runter Richtung Ostsee und einfach gucken, ob wir da noch irgendwie einen Campingplatz finden, auf dem wir zelten können, der vor allem auf hat, weil bei keinem ist wirklich eine Nummer hinterlegt und keiner bietet auch irgendwie eine Reservierung an. Und umso später es jetzt hier sonntags wird, desto geringer ist natürlich die Chance, dass wir da abends noch jemanden antreffen. Da bin ich echt gespannt, ob das heute irgendwie klappt. Und da ist er, unser erster Regen hier nach 2 Wochen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir die Ponchos noch nicht anziehen. Ne? Nicht. Eine sehr schöne Abkühlung tatsächlich gerade. Mal gucken, wie es aussieht, weil ich weiß, dass im Süden gerade Deutschlands schon Gewitter herrschen. Mal gucken, ob die nach oben ziehen. Yes! Wenigstens ein Paket ist da. Voila! 1:1. Und tatsächlich sind die ersten Donner zu hören rechts. Wir gehen jetzt nach Sickersdorf. Hier scheint irgendwie ein Freizeitpark zu sein. Laufen jetzt die Promenade entlang und versuchen bei einem dieser Campingplätze was zu finden. Ja, und da ist sie auf einmal wieder. Die Ostsee. Ich glaube, 6 Tage waren wir jetzt nicht mehr hier und direkt auch wieder mit Sand. Der Plan war jetzt eigentlich hier lang zu laufen, bis wir den Campingplatz finden. Haben auch schon 20 vor 7 mittlerweile. 31 Kilometer, deswegen merkt man natürlich jetzt hier wieder die Sandkilometer. Aber ich denke mal, es ist auch für Sebastians Fuß besser, wenn wir gleich nochmal wieder hochgehen und lieber da irgendwie lang laufen. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Okay, wir versuchen es mal hier. Dann irgendwo war da ein Kommentar, dass Radreisende willkommen sind, obwohl es eigentlich hier nur um Stellplätze geht. Jetzt mal kurz vor 8. Mal gucken.
Okay, die Laune hat sich erheblich gewässert. Wir kamen auf den Platz und da stand das schon geschlossen bei der Rezeption. Und dann stand da ein entspannter Typ vor dem Laden mit einer Zigarette. Und der war der Chef tatsächlich und hat gesagt, ja, können hier ohne Probleme schlafen. Wir haben jetzt 24 € bezahlt. Da ist das Duschhaus und ja, haben noch 2 Getränke bekommen. Und jetzt suchen wir hier gerade die Zeltwiese und können jetzt hier endlich nach genau 35 Kilometern, hatte ich gut geschätzt, hier campen, direkt in der Ostsee, in Simparee. Ja, das ist natürlich immer so super am Ende vom Tag, wenn man schon so geschafft ist, dann noch Sand und die ganze Hitze. Jetzt können wir gleich duschen, haben einen super Schlafplatz. Das ist das, was immer so Spaß macht an diesem Hobby. Diese gewisse Ungewissheit, die man hat. Und meistens klappt es dann doch. Und das scheint hier die Wiese zu sein. Und jetzt aufbauen. Ja, perfektes Timing, würde ich sagen. Zelt haben wir gerade aufgebaut und jetzt hat es angefangen zu regnen. Und wir haben zum Glück hier eine kleine Sitzgelegenheit am Waschhaus gefunden, wo wir jetzt in Ruhe kochen werden, duschen werden und dann eigentlich sofort ab ins Bett. Der Zeltplatz ist echt voll in Ordnung. Wir haben unsere Ruhe da. Im Boden steckten so ein paar Maulwurf-Schreck-Alarme, glaube ich. Die gingen immer an, als wir da lang gelaufen sind. Haben wir jetzt verschoben, damit die nicht die ganze Nacht vibrieren. Aber ich würde wieder sagen, phänomenaler Tag. So ein bisschen ungewiss, 35 Kilometer ging ganz gut auf jeden Fall. Sebastian dann auch auf jeden Fall gut durchgehalten. Ich glaube, mit einem kleinen bisschen Schwellung jetzt wieder. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Da ist wieder eine Schwellung da. Aber wir halten es hier weiter durch. Morgen mal gucken, wo wir da schlafen. Wir haben noch keinen genauen Plan gemacht. Verpflegung, habe ich gehört, ist ein Rewe in der Nähe. Kaffee kriegen wir wahrscheinlich auch wieder. Also es läuft wieder wie am Schnürchen. Ich bin sehr müde, werde jetzt was essen, duschen und dann ab ins Bett. Bis morgen. Guten Morgen hier vom 14. Trailtag übrigens. Ich habe das gestern im Zelt mal alles ausgerechnet und geguckt und morgen knacken wir tatsächlich die 500 Kilometer Marke schon, also die Hälfte unserer gesamten Tour. Die Nacht war richtig cool, also wir konnten dann ins Zelt gehen, hat dann geregnet irgendwie bis früh morgens, aber dann zum Glück, gerade als wir abgebaut haben, aufgehört und jetzt kommt auch schon die Sonne raus und hier in diesem Wald ist es absolut herrlich gerade. Total ruhig, ich glaube auch Naturschutzgebiet, man hört nur ein paar Vögel. Sebastian ist einigermaßen fit, sein Knöchel ist leider ein bisschen schlimmer geworden wieder gestern. Deswegen müssen wir schauen, ob wir heute die geplanten 33, 34 Kilometer so schaffen können. Plan ist heute wieder, weil es keine gute Möglichkeit zum Campen gibt, in einem One-Night-Tent-Spot zu schlafen. Das heißt, bei einer Privatperson in einem Garten ist aber erstmal nur ein grober Plan. Da müssen wir gleich erstmal anrufen und jetzt erstmal warm laufen. Also schöne Seen gibt es hier auf jeden Fall zahlreich, hat man auch die letzten Tage. Aber immer wenn so kleine Tümpel noch im Spiel sind und das Wetter ein bisschen wärmer wird, dann haben wir wieder hinten wirklich Millionen von Mücken. Und das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man sich hier eine Schlafstelle aussucht. Dann entweder natürlich ein Mückennetz mitnehmen oder doch lieber ein bisschen weg vom Wasser campen.
Ja, die Leute scheinen gut drauf zu sein bei dem Wetter heute. Hatten jetzt nach 9 Kilometern schon 2 nette Gespräche. Wirklich ein älterer Mann, der uns erklärt hat, dass der dänische König hier früher am See eine Kupfermine hatte und so einen kleinen Kanal selbst gebaut hat. Und gerade jemand, der sich total für unsere Trekkingstöcke interessiert hat und alles darüber wissen wollte. Und ja, man kann nicht leugnen, nach 14 Tagen so ein bisschen Abwechslung ist immer schön. Deswegen habe ich auch gestern gesagt, wir würden uns mal ein bisschen über Regen freuen. Einfach, weil die Landschaft dann einfach ganz anders aussieht, alles ein bisschen anders wirkt und dann, ja, dass man ein bisschen abwechslungsreicher ist. Aber da kommt wohl noch genug Regen auf uns zu die nächsten Tage. Erste Bank hier mal. Geht's hier überhaupt lang? Ach nee, hier. Ja. Aber auch eine schöne Kirche. Dann streich die Bank. Boah, das Wetter kann sich echt nicht entscheiden heute. Dann ist es wieder windig am Wasser, dann kommt man kurz eine Straße entlang, kommt die Sonne raus, wieder viel zu warm in der Jacke. Aber ist natürlich typisch für die Jahreszeit. Puh. Ja, das ist das Nervigste auf so einer Tour passiert, was einem wirklich so passieren kann. Ich filme natürlich hier die Tour die ganze Zeit und auch gerne mit mehreren Kameras und Mikrofon. Und da gibt es natürlich viele Kleinteile und Technik, um die ich mich kümmern muss, nachladen muss, Akkus und auch Schutzkappen für die Linsen. Und jetzt habe ich hier gerade in der Pause gemerkt, dass ich tatsächlich eine verloren habe. Ich bin jetzt nochmal 2 Kilometer gerade zurückgelaufen, während Sebastian hier sich ein bisschen sonnen konnte. Und ich habe sie tatsächlich nicht gefunden. Das heißt, ich muss extrem gut jetzt auf die Kamera aufpassen und mal gucken, ob ich vielleicht während der Tour noch Ersatz bekommen, aber ja, so extra Kilometer sind natürlich immer demotivierend, vor allem wenn die dann auch noch umsonst sind. Ja, jetzt haben wir gerade eine Zwangspause hier. Doofes Timing wegen dem Zug. Aber das ging schneller als ich dachte. Ja, und direkt ein paar Forstarbeiten hier. Ich hatte schon Fälle, wo ich dann warten musste und nicht vorbei durfte. Ich hoffe mal, da dürfen wir jetzt schnell mal links vorbei. So, das dritte kleine Dorf heute und endlich mal eine gute Sitzgelegenheit. Gerade auch ein bisschen im Schatten. 18,5 Kilometer, 5 Stunden und ich habe ordentlich Hunger. Es ist einfach ein richtig schöner Frühlingstag heute. Absoluter Traum mal wieder. Also die Etappe heute ist echt super schön. Wetter auch besser als gedacht. Man muss da echt dankbar für sein, weil das echt nicht normal ist, dass es so wenig regnet. Und zu dieser Jahreszeit, einfach jetzt Anfang Mai, ist für mich so die liebste Jahreszeit, wo ich auch draußen bin. Und einfach mal hier wirklich 4 Wochen am Stück nur draußen sein zu können, ist echt nicht selbstverständlich. Und das Gute ist auch, wir haben den Schlafplatz mehr oder weniger gesichert. Haben jetzt erst gerade Rückmeldung bekommen nach 6 Stunden, dass es wohl klar geht, dass wir dort im Garten zelten können. Und da kriegen wir zumindest Trinkwasser, so viel wissen wir schon mal. Und da gibt es irgendwie einen Hund auf dem Gelände. Müssen wir mal schauen, wie das da aussieht. Was ich auch noch sagen wollte, die Probleme mit unseren Schuhen haben sich jetzt echt gelöst. Also dadurch, dass wir die ein bisschen modifiziert haben. Und was ganz auffällig ist und was Sebastian und mir auch erst jetzt aufgefallen ist, wir haben fast keine Fußmuskelschmerzen die gesamte Tour gehabt. Am Anfang so ein bisschen, da sind wir immer neben dem Asphalt hergelaufen auf der Wiese. Aber jetzt ist eigentlich gar kein Thema mehr. Und das ist natürlich immer das, was mich am meisten daran gehindert hatte, wirklich große Etappen auch zu laufen. Und wenn das jetzt wegfällt und wir fit sind, dann können wir hoffentlich auch bald mal wieder noch längere Etappen laufen. Ja, Wahnsinn, der Wald hier. Hier gibt so eine Vielfalt an Nadelbäumen und Laubbäumen. Das sieht man wirklich selten.
31 Kilometer, kurz vor 7. Wir haben hier das letzte größere Dorf jetzt verlassen, bevor wir morgen an Lübeck vorbeigehen. Da wir heute schlafen, ich glaube, das kann man noch nicht mal als Dorf nennen, das ist eine kleine Siedlung mit 4, 5 Häusern. Und in einem von dem, da können wir gleich voll einfach reingehen, ohne dass jemand da ist. Mal gucken, ob wir das direkt finden. Wasser haben wir jetzt auch seit längerem nicht mehr, aber das ist halt immer super viel wert, weil man weiß, man kann abends in Ruhe auffüllen. Dann ist natürlich das Gepäck jetzt auch ein bisschen leichter, aber dafür haben wir jetzt auch ein bisschen Durst. Ne? Auf jeden Fall. So, da sind wir in Kleinensee. Hier rechts geht es morgen weiter auf den NST. Und eins dieser Häuser hat wohl einen Garten für uns. Okay Leute, 36,5 Kilometer. Wir sind hier im Garten. Gerade die nette Besitzerin kennengelernt. Und hier ist unsere Zeltstelle. Jetzt aufbauen. Ja, und du hilfst mir jetzt beim Aufbau? Halt gut die Stange hier fest. Das ist mein letztes Track and Eat übrigens und mein letzter Esbitwürfel. Da mir ein Paket fehlt, muss ich morgen wahrscheinlich dann abends mal kalt essen oder wir versuchen uns irgendwas zu organisieren, aber das lassen wir jetzt noch mal schmecken. Ja, guten Morgen jetzt zum 15. Tag. Die Nacht und der Abend gestern war noch sehr entspannt. Wir saßen noch bis 10:30, glaube ich, dort mit der Gastgeberin draußen, konnten alles aufladen, nett unterhalten. Das ist immer der große Vorteil in diesen One-Night-Tent-Plätzen, dass man halt ein paar Leute auch mal kennenlernen, sich austauschen kann. Und heute ist mal früh aufgestanden, kurz vor 7, direkt leider mit Regen, aber noch überschaubar viel und haben dann auch direkt wieder einen Kaffee dort bekommen. Ja, konnten noch mal zur Toilette gehen, Wasser auffüllen und jetzt starten wir eigentlich relativ perfekt in den Tag. Sebastian, wie ihr seht, hat schon zum ersten Mal sein Poncho an. Ich warte noch kurz, ob sich das Wetter so hält oder ob es noch schlimmer wird. Ja, und heute stehen, wir wissen noch nicht genau, wie viele Kilometer an, denn das wird wahrscheinlich unsere erste richtige Wildcamping-Nacht mal werden. Es gibt hier einfach nichts, irgendwie eine Zeltwiese gab es mal, die legal war, aber nach neuestem Stand ist die wohl doch nicht legal und da kam der Besitzer morgens. Deswegen versuchen wir jetzt eine Stadt in 33 Kilometer zu erreichen, dann dort eine Wildcampingstelle zu finden und wenn alle Stricke reißen und wir gar nichts finden, dann gibt es auch irgendwo Campingplätze, da müssten wir aber dann mit dem Bus oder so hinfahren. Ja, ansonsten haben wir jetzt gleich in 4 Kilometern die 500 Kilometer Marke geknackt und damit die Hälfte der Tour. Und jetzt erstmal warm laufen und gucken, wie sich das Wetter entwickelt. Okay, da ist der neue Poncho zum ersten Mal an. Und da ist man natürlich beim Laufen jetzt optimalerweise wirklich geschützt. Der Rucksack ist drin, hier unten passt es bis zum Anschlag der Regenhose. Und jetzt kann der Regen auf jeden Fall kommen. Weiter geht's. Da kommt der schnellste Zug der Welt. Ja, was wir gerade gelernt haben und nicht wussten ist, dass man hier durch den Herrentunnel nur kommt mit einem Bus-Shuttle. Und leider kamen wir gerade an, als der Bus kam. Jetzt müssen wir hier wohl über 20 Minuten warten, aber wenigstens gibt es den Unterstand. Ja, und was haben wir denn hier auf dem Boden? Die 500 Kilometer Marke. Endlich. Kaum zu glauben, dass wir schon so weit gekommen sind. Und vor allem,
ja, dass jetzt nochmal das Ganze, was wir jetzt schon erlebt haben, was unglaublich vieles, was wir gar nicht einsortieren können, jetzt einfach nochmal in dieser vollen Länge stattfinden wird. Also ist ja auch für mich wirklich die längste Tour, die ich bisher so am Stück gelaufen bin. Und ja, das ist schon krass, jetzt in der Mitte der Tour angekommen zu sein und so wirklich sich an den Trail gewöhnt zu haben, aber auch noch zu wissen, man hat immer noch super viel Zeit, man kann es ja noch so lange genießen, es wird noch so viele Momente geben, die gut sind und schlecht sind und man wird so viele Orte noch sehen, den ganzen Heidschnuckenweg und Hamburg und was da noch alles folgt. Also ja, geiles Gefühl und ab zur zweiten Hälfte. Bis jetzt auf jeden Fall das beste Wanderwetter von allen Tagen. Hat relativ schnell aufgehört zu regnen. Es ist einfach leicht bewölkt, aber wir haben total warmen Wind irgendwie. Aber ohne, ja, dass man irgendwie schwitzen muss. So ein Mittler ist super angenehm. Und ich hoffe, das bleibt echt den restlichen Tag so weit, weil dann kommen wir echt gut voran. Echt sehr abwechslungsreich heute der Weg. Also wir hatten schon alles dabei, von Waldstücke, Feldwege und jetzt hier so kleine Single Trails am See. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Ja, es geht sehr lange an Landstraßen entlang, kleinen Dörfern. Und ich glaube tatsächlich, wir haben gerade Schleswig-Holstein verlassen und sind oder waren schon in Mecklenburg-Vorpommern. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Und da hinten gerade die Stadt, die gehörte wohl auch zu Lübeck. Ist ein bisschen schade, dass wir nicht komplett durch Lübeck gelaufen sind. Gestern ja, hat die Gastgeberin uns gesagt, dass die Altstadt da so schön sei. Und dann wussten wir nicht genau, ob wir da durchlaufen. Aber wir haben es wohl kurz passiert, aber auf keinen Fall durch die Innenstadt. Ja, da war die Brücke, sind wir gerade rüber gelaufen. Das ist Krummesse und eigentlich hatten wir davor, an dem öffentlichen Brunnen Wasser zu holen und uns jetzt hier entlang des Kanals irgendwo einen Schlafplatz zu suchen. Wir haben nämlich schon 35 Kilometer, aber wir kamen heute irgendwie so gut heute Morgen los und das Wetter hat so gepasst, dass wir jetzt trotz 35 Kilometer erst 17:30 Uhr haben. Und das ist gerade, wenn man Wildcamping macht, natürlich ein bisschen früh. Man möchte auch dann erst immer aufbauen, wenn es dunkel wird und jetzt noch 5 Stunden da im Hellen liegen, ist auch nicht so schön. Ja, deswegen überlegen wir, ob wir tatsächlich noch mal bis zum nächsten Dorf jetzt laufen und da vielleicht sogar eine Kleinigkeit essen. Ich habe ja keine Abendmahlzeit mehr, nur noch ein paar Snacks und dann ist die Option weiter zu laufen, noch da einen Wildcampingplatz zu suchen, tatsächlich noch mal irgendwie 1-2 Stunden weiter zu einem Campingplatz zu laufen, aber dann wäre es schon echt weit oder vielleicht ein Stück dann zu einem anderen Campingplatz zu fahren mit einem Bus oder sowas. Also mal gucken, wir laufen jetzt erstmal weiter, sind auf jeden Fall noch hier frohen Mutes und ja, ausreichend Licht und ein schöner Trail wartet noch. Das wäre nochmal eine gute Schutzhütte gewesen, wo wir hätten kochen können, wenn ich was zu kochen gehabt hätte. Und dann war halt der Plan da hinten irgendwie rechts, weil da war der alte Zeltplatz, der aber jetzt seit Stand 2 Wochen wohl kein legaler Zeltplatz mehr ist, weil da jemand, wie gesagt, vom Besitzer dann runtergeworfen wurde. Aber ich hatte auf der Karte gesehen, dass da noch mehr Felder kommen und irgendwas am Rand ist da schon, aber das schauen wir uns gleich mal an. Ja, das gibt's jetzt nicht. Da hinten ist tatsächlich der besagte Besitzer anscheinend. Denn da hinter diesen Bäumen war die markierte Zeltstelle.
Und wir nutzen hier diese Wanderfreunde-App, die wirklich eine Menge Punkte eingezeichnet hat, Schutzhütten, Wasserquellen und so. Und da war diese Zeltwiese markiert. Aber war eine gute Entscheidung, dass wir das jetzt nicht trotzdem gemacht haben, weil dann wäre es spätestens jetzt in die Hose gegangen. Okay, und das da hinten war tatsächlich ja, die Behörde, die Fischereiaufsicht. Und da haben wir gerade einen Angler gesehen. Der wird bestimmt kontrolliert. Und jetzt bin ich doppelt so nochmal so froh, dass wir hier nicht aufs Feld gerade gegangen sind, weil wir schon wieder überlegt haben. Aber jetzt ziehen wir es bis zum Dorf erstmal durch und dann gucken. Und perfekt hier noch zum letzten Sonnenstrahl wartet hier die letzte Stadt Berkentin auf uns. Wir haben uns lange überlegt, was machen wir jetzt genau. Wir waren so ein bisschen ratlos, hat sich jetzt doch noch gezogen. Sind jetzt genau die 40 Kilometer voll. Wir haben gesagt, zur Feier des Tages nach 500 Kilometern, da werden wir jetzt hier mal ein Restaurant aufsuchen, mal was essen gehen, haben wir schon jetzt ewig nicht mehr gemacht. Und ja, dann 3-4 Kilometer von da, aber Off-Trail ist ein Campingplatz. Mich juckt zwar in den Fingern, da nachher hinzulaufen, aber da ich noch 500 Kilometer laufen will, darf man auch irgendwann ja nicht zu viel machen. Und ich glaube, 40 reicht für heute. Deswegen werden wir mal gucken und da irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Und dann natürlich morgen früh aber wieder aus Berkentin weiterlaufen. Und jetzt habe ich echt Hunger. Das ist jetzt so göttlich. Guten Appetit. Lass dir schmecken. So, da wären wir. Und das war ein Campingplatz. Jetzt müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis hier jemand kommt. Okay, Feierabend. Das Zelt steht jetzt einigermaßen. Ich räume es gerade noch nicht ein, weil das von heute Morgen noch total nass und dreckig ist. Soll so mal ein bisschen lüften. Sebastian hatte gerade tatsächlich ein Problem zum ersten Mal mit seiner Carbonstange vom Dörstenzelt. Da ist eine von den Metallösen oben in die Stange reingerutscht. Mussten wir jetzt 10 Minuten wirklich mit dem Hering wieder rausholen. Wir sind jetzt echt alle vor allem nach der großen Mahlzeit gerade. Jetzt noch zur Rezeption, duschen und zum Glück nicht mehr kochen. Und dann einfach nur schlafen. 41 Kilometer plus jetzt den Transfer merkt man doch schon. Aber ich freue mich hier morgen auf jeden Fall auf den Sonnenaufgang. Tag war mal wieder genial. Super Fortschritt gemacht. Großer Meilenstein heute. Deswegen sage ich gute Nacht und bis morgen. Ja, schönen guten Morgen hier zu Trail-Tag 16. Eigentlich ein sehr schöner Tag, aber auch leider ein schlechter Tag, denn ich habe mich jetzt doch entschieden, aus gesundheitlichen Gründen den Trail hier nach der Hälfte, nach 500 Kilometern abzubrechen. Denn obwohl mein Körper sich eigentlich richtig gut eingelaufen fühlt, ich eigentlich keine Wehwehchen habe, macht der Knöchel mir immer noch Beschwerden leider. Also ab Tag 2 ist das ein bisschen losgegangen. Ich glaube, ich bin da auf Sylt einfach zu schnell gestartet und hatte auch den Schuh falsch geschnürt. Und auch die Zero Days konnten es dann nicht mehr ganz rausholen. Also dann ging es mir wieder einen Tag gut, mal einen Tag besser. Aber die Schwellung ist noch da, die Schmerzen sind ziemlich stark, gerade so dann gegen Ende der Tage, wenn wir da zum Ende kommen. Deswegen habe ich da einfach Sorge, dass da schlimmere Verletzungen noch kommen könnten. Und ich werde mich dann jetzt zurückziehen, nach Hause fahren, abbrechen und den Fuß hochlegen und erstmal ein paar Tage wirklich Pause machen, damit das Ganze dann regenerieren kann. Ansonsten kann ich aber schon mal als Fazit sagen, dass mir dieser Trail super gut gefallen hat. Also der nördliche Teil vom NST. Also es waren super schöne Wälder, super schöne Küsten und auch die Leute sind einfach super nett. Die Trekkingplätze natürlich auch vom wilden Schleswig-Holstein haben uns sehr, sehr gut gefallen. Deswegen auf jeden Fall ein großes weinendes Auge, das ich hier hinterlasse. Und ich bin dann sehr gespannt, was Robert einfach noch die nächsten Wochen
dann erlebt, wie er hier durchkommt, ob er dann die 1000 Kilometer in 30 Tagen schafft. Ich habe jetzt selber nur 500 geschafft, auch jetzt meine längste Tour. Bin auch ein bisschen stolz selber darauf, wollte unbedingt diese Hälfte schaffen, auch wenn ich dabei Schmerzen hatte. Dann muss ich die anderen halt irgendwann andermal nachholen. Und ich werde dann Roberts Tour auch jetzt weiter verfolgen bei Instagram und mit ihm natürlich sehr viel in Kontakt sein unterwegs. Und bin sehr gespannt, was er die nächsten Tage noch alles erlebt. Also, bleibt dran. Ciao. Ein sehr trauriger Tag, was soll ich sagen. Das ist ein krasses Gefühl, nach jetzt fast 3 Wochen plus Anreisetag dann jetzt hier alleine zu sein. Aber es ist auf jeden Fall besser, dass er ja seinen Knöchel regeneriert. Und ja, ich muss mich jetzt dran gewöhnen, hier wieder alleine zu sein. Ich mache ja auch oft Touren alleine. Und ich weiß, dass das einfach total anders ist. Ne, wenn man alleine ist, ist eine Tour ganz anders als zu zweit. Man nimmt viel mehr Dinge wahr, hat aber auch deutlich weniger Unterhaltung, natürlich Ablenkung. Muss gucken, wie das jetzt alleine für mich läuft. Habe auf jeden Fall große Lust, große Motivation. Ich denke auch, ich werde gut durchkommen. Muss jetzt meinen eigenen Pace wieder so ein bisschen finden und ja, mich daran gewöhnen, jetzt hier mehr Stille auf jeden Fall zu haben. Und ich glaube, dafür brauche ich ein paar Tage auf jeden Fall. Denn das war jetzt auch relativ kurzfristig, sage ich mal. Wir wussten natürlich, der Knöchel wird schlimmer oder war dann zwischenzeitlich besser. Und dann haben wir gestern Abend oder eher beschlossen, dass jetzt Ende ist. Deswegen, weiter geht's, Kopf hoch. Und hoffen wir, dass Sebastian sich gut erholt. Und ich bin jetzt gerade hier übrigens mit dem Bus zurück nach Bergentin gefahren, wo wir gestern aufgehört haben. Und starte jetzt und ich weiß noch gar nicht wohin und wie lange. Das werden wir jetzt alles rausfinden. Los geht's. So langsam fängt es jetzt an zu regnen und es soll auch dann den ganzen Tag wohl durchregnen. Deswegen nutze ich nochmal hier die letzte Bank im halbwegs Trockenen für eine kleine Pause. Ja, doch mal lieber direkt den Poncho angezogen. Regnet zwar nicht viel, aber auch wenn man den ganzen Tag dann 8 Stunden draußen läuft, dann ist am Ende trotzdem nachher alles nass. Und da hinten am Ratzeburger See ist das, glaube ich, da war der Campingplatz und ich gehe jetzt rechts da weit vorbei. 2:30 und erst 15 Kilometer. Ich musste die ganze Zeit nochmal mein Poncho an- und ausziehen. Jetzt ist gerade super warm wieder geworden und aufgehört zu regnen. Und ich bin hier in Ratzeburg und diese Seen hier, ich glaube, das ist alles der Ratzeburger See, finde ich echt beeindruckend. Erinnert mich sehr stark an so in Südschweden, die ganze Seenlandschaft. Und ich glaube, so eine Bank schnappe ich mir auch bei der Aussicht hier. Echt wieder richtig schön heute. Den ganzen Tag hier nur Naturpark an Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet. Mal ab und zu ein Dorf, aber so kann es gerne bleiben. Ja, und jetzt, wo ich alleine bin, fange ich an, ein bisschen Podcast mal zu hören, Hörbücher. Jetzt wirklich nach 530 Kilometer Naturruhe und ab und zu Unterhaltung. Ist mal ganz schön, einfach mal mit dem Kopf so ein bisschen woanders zu sein, mal wieder irgendwie eine Geschichte zu hören. Das vertreibt einem schon die Zeit auf so eine Tour. Und der nächste Halt für mich jetzt nach
Gleich 23 Kilometer ist Mölln. Und da erwartet mich jetzt endlich nach fast einer Woche hoffentlich mein nächstes Versorgungspaket. Denn ich habe absolut nichts mehr außer 1 Liter Wasser jetzt. Und ich glaube, ein paar Stücke Schokolade noch. Und dann ist die Frage, wo ich schlafe. Es gibt heute ausnahmsweise mal mehrere Möglichkeiten. 2 Campingplätze habe ich im Auge. Der eine bei insgesamt so 34 Kilometer und der andere bei 41. Ja, da das alles ein bisschen gedauert hat, heute Morgen musste der Sebastian auch verabschieden und gestern war so lange, überlege ich gerade, ob ich tatsächlich den ersten mal nehme. Dann kann ich auch in Ruhe gleich alles umpacken, ein bisschen mich sortieren. Wenn ich mich ganz fit fühle und noch nicht so spät ist, dann laufe ich mal zum zweiten. Aber mal gucken, jetzt erstmal nach Mölln. Jetzt war ich so von diesem Vicente-Schild da gerade beeindruckt. Vielleicht habt ihr es gesehen, aber ich nicht. Dort ging es eigentlich nach links. Ich bin weiter geradeaus gelaufen, muss dadurch jetzt einen extra Kilometer laufen. Aber gleich komme ich zum Trail zurück, brauche auch dringend eine Pause. Und hier ist wirklich absolut Wald. Hier gibt es gar keine Infrastruktur. Deswegen muss ich zusehen, dass ich nach Mölln komme, bevor es anfängt zu regnen wieder. Bisschen geschützt. Die auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Gerade beim ersten Campingplatz angerufen. Hört sich alles erstmal ganz gut an, aber 2 kleine negative Nachrichten. Einmal sind auf der Zeltwiese noch andere. Ist natürlich erstmal nicht schlimm. Nur das Schlimmste für so einen ruhesuchenden Wanderer nach solchen Etappen ist natürlich, wenn da Leute sind, die irgendwie Party machen. Das hoffe ich mal nicht. Und leider ist erst die Rezeption morgen ab 9 Uhr auf. Wollte eigentlich morgen mal ein bisschen früher losgehen, weil es heute so spät war. Aber ja, ich glaube, noch weiterlaufen heute will ich auch nicht. Also mal gucken, was das später wird. Echt schön immer alles im Regen. Ja, ich bin angekommen. Riesiger Campingplatz. Rezeption war keiner mehr da. Ich habe eine grobe Beschreibung, wo ich hingehen muss. Und es regnet gerade sehr stark. Ich habe jetzt mich entschlossen, den Poncho gerade nicht mehr wieder überzuwerfen. Mal gucken, ob ich das gleich mit dem nassen Schlafsack bereue. Moin. Hier unten auf Mockenplatz. Ja, da unten vielleicht. Hier oder was? Ja. Ja, ich gehe glaube ich dahin, dann störe ich euch nicht. Okay, riesige Gruppe von jungen Leuten, die hier von der Schule aus eine Bikepacking-Tour machen. Finde ich schon mal sehr cool. Aber da besteht natürlich die Gefahr, dass das ein bisschen länger laut bleibt. Deswegen überlege ich, wo ich mich jetzt hier hinsetze. So, jetzt sehe ich gerade, da unten ist in der Theorie eine flache Stelle. Kann man
natürlich nicht einschätzen, ob das hier für den Platz okay ist. Aber das wäre schon ein heftiger Ausblick hier. Ich glaube, ich mache das einfach. Ja gut, wahrscheinlich bisher der schönste Zeltplatz tatsächlich. Ich war skeptisch, aber ich habe eine gerade Fläche gefunden, direkt am See. Und den erinnert mich total an Südschweden, am Skaneleden. Da habe ich auch eine Nacht auf dem Campingplatz verbracht. Und ja, ich bin hier geschützt, sowohl von dem Hügel als auch von dem Baum. Perfekt. Und heute habe ich einfach nur Lust, mal im Zelt zu liegen. Ich werde, glaube ich, auch gleich im Zelt einfach im Liegen kochen. Ich gucke mir jetzt noch einmal das Waschhaus an und dann heute mal ein bisschen entspannen hier an dem See. Und da ist der Kocher an. Und was ein Spot hier gerade. Ich bin super glücklich. Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch duschen gehe, weil es ja irgendwie am Regnen war und ich mich eigentlich auch nur hinlegen wollte. War dann doch noch im Waschhaus, bin jetzt auch ganz froh. Muss natürlich immer überlegen, will man jetzt noch mal komplett nass werden, habe ich auch kein Handtuch dabei. Aber es geht und ich glaube, heute wird es ein bisschen kühler. Und da ich am Wasser bin, ja, sieht man vielleicht schon, ist hier noch mehr Luftfeuchtigkeit. Deswegen mal schauen, wie die Nacht wird. Mache mir dabei keine großen Gedanken. Bin so froh, dass ich hier komplett unten am Wasser meine Ruhe habe. Ja, morgen kann ich wahrscheinlich ein bisschen ausschlafen, weil ich erst um 9 Uhr losgehen kann. Wo ich dann schlafe, weiß ich noch nicht. Aber da ist irgendwie kein Campingplatz oder so in der Nähe. Da muss ich mal gucken, wo ich da mein Zelt aufschlagen werde. Ja, der Tag heute war richtig gut. Hat Spaß gemacht. War aber ungewohnt natürlich, jetzt ohne Sebastian. Ich würde sagen, ich hatte aber gut Ablenkungen. Den ganzen Tag hier schöne Aussichten, Naturschutz und ja, auch die Seen fand ich unbeschreiblich. Wie gesagt, das erinnert mich total an Schweden. Und ich werde es mir jetzt hier richtig gemütlich machen im Zelt. Kann gerne die ganze Nacht durchregnen, aber bitte, wenn ich morgen abbaue, dann soll es trocken sein. Aber es soll morgen auch noch regnen. Aber macht mir jetzt gerade nichts aus, solange die Temperaturen stimmen. Und wir hatten ja jetzt auch erstmal genug Sonne. Also, ich mache es mir gemütlich, genieße die Stimmung hier und ich sage bis morgen. Guten Morgen jetzt zur Etappe 17 auf dem Nord-Süd-Trail. Ja, die Nacht war auf jeden Fall in Ordnung, habe schon besser geschlafen, aber ja, es war nicht allzu kalt da am Wasser. Der Sonnenuntergang, ihr habt es gestern gesehen, der war doch mal phänomenal. Da kam einmal kurz die Sonne raus und der ganze See hat rot geleuchtet. Das war echt schön. Ja, und das war bisher der günstigste Campingplatz. 12 € habe ich jetzt nur bezahlt alleine. Das finde ich echt okay. Die Sanitärhäuser waren perfekt. Ich konnte die Powerbank heute Morgen noch mal ein bisschen laden. Ja, jetzt haben wir 8:45. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt, da gab es nämlich keinen. Deswegen schaue ich mal, durch welche Dörfer wir jetzt kommen, ob es da irgendwas gibt. Ich will heute mal ein bisschen weiterlaufen, über 40 Kilometer. Fühle mich eigentlich noch relativ fit, obwohl der letzte Pausentag schon ein bisschen her ist, glaube ich. Ja, wo ich schlafe, weiß ich noch nicht. Das schaue ich mir in der ersten Pause mal an. Und ja, jetzt erstmal loslaufen hier bei traumhaftem Sonnenschein und Wald. Ja, perfekt, fast 8 Kilometer und hier ist die erste Bank und wieder wahnsinnige Landschaft. Ich weiß gar nicht, wie die Region hier heißt, aber nur Wald, man folgt die ganze Zeit einem Bachlauf, ab und zu kommt man an den See und ich habe noch nicht einen einzigen Menschen heute gesehen. Heute ist auch Donnerstag, morgen. Also ich genieße es heute irgendwie ganz besonders, dass man hier ganz alleine ist, komplett Ruhe hat, man hat auch keine Autos. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass hier der Teil von Schleswig-Holstein auch so schön ist.
glaube, das ist seit Start auf Sylt der erste richtig große Kiefernwald. Und die finde ich persönlich immer am besten. Ja, in Güster hier ist nicht so viel los. Ich hatte gehofft, da gibt es vielleicht einen Kaffee. Es gibt einen Supermarkt da hinten, aber der macht jetzt um 14:30 Uhr auf. Deswegen wird es dort wahrscheinlich schwer damit. Okay, was haben wir hier? Oh Mann, nur noch eine Capri-Sonne. Ab zum nächsten Dorf. Ja, tatsächlich doch verlaufen. Ich hatte gerade noch auf die Karte geschaut, aber man erkennt hier keinen wirklichen Trail und das sind alles nur so Spuren von Fahrzeugen. Aber gut, mal gucken. Ach, hier ist der Weg. Den habe ich echt nicht gesehen. Richtig geiler Single Trail. Zwei Dörfer weiter gibt es hier einen Café. Ja, machen leider erst um 17 Uhr auf. Ich trinke ja normal keinen Kaffee auf Tour. Ich habe mich so daran gewöhnt jetzt hier in den ersten 3 Wochen, dass es mir jetzt richtig fehlt. Aber es ist auch schon 15 Uhr und ich glaube, heute geht es da mal ohne. Und nochmal verlaufen. Aber wenigstens sehe ich jetzt dieses überraschend große Bauwerk für dieses kleine Dorf hier nochmal von vorne. Nein, das hatte mich verwirrt. Ich habe das als Linkspfeil doberweise gedeutet. Weiter geht's. Oh, jetzt kommt die Sonne aber noch mal raus jetzt zum Nachmittag und knallt ganz schön. Und von Schönwald ist nichts mehr zu sehen. Ich laufe jetzt echt seit Stunden hier durch kleine Siedlungen immer an größeren Straßen lang. Aber ich habe mich um den Schlafplatz gekümmert. Ich hatte nämlich gesehen, dass da nichts war, außer wieder ein One-Night-Tent-Platz. Und da wir da bis jetzt so gute Erfahrungen gemacht haben, habe ich jetzt den Plan, noch 1 Kilometer irgendwie weiter zu laufen. Ich glaube, dann werden es 44, mal gucken. Und wurde wieder direkt zugesagt, ich kann da im Garten zelten, ich kann da in einem Schuppen schlafen. Und wie ich gerade gesehen habe, soll es heute Nacht mal wieder seit wirklich 2 Wochen nur 1 Grad werden. Also wirklich sehr, sehr kalt. Und vielleicht schaue ich mir das mit dem Schuppen mal dann echt an, ob ich da schlafe. Aber erstmal gucken, erstmal zu Ende bringen, 5:30 jetzt und ja, so 10 Kilometer jetzt noch. Kurz vor 10 und ich liege im
Garten eines sehr netten Bikepackers, der tatsächlich morgen auch auf eine 1000-Kilometer-Tour starten wird. Deswegen habe ich Glück gehabt. Morgen hätte ich nicht mehr übernachten können hier. Ich konnte mich hier in dem Unterstand noch gut hinsetzen im Garten, kochen, was essen. Jetzt wurde es langsam zu kalt, um draußen zu bleiben. Und Problem ist, heute Nacht werden es 1 oder 2 Grad, je nach Wetterbericht. Deswegen habe ich seit 2 Wochen jetzt mal wieder fast alles an. Also auch die Wanderhose, 2 Paar Socken, Regenhose, Poncho packe ich in den Quilt rein. Weil ich glaube, es wird schon ziemlich kalt. Zum Glück liege ich hier relativ windgeschützt und Regen aber auch nicht. Aber mal gucken, was das wird. Bis morgen. Guten Morgen hier zu traumhaftem Wetter mal wieder. Direkt aus dem Wald ist die Sonne da. Die Nacht war echt bitterkalt, muss ich sagen. Also es war fast am Gefrierpunkt. Bin ein paar Mal aufgewacht, aber habe im Endeffekt dann doch ganz gut geschlafen. Und ich merke einfach so nach 3 Wochen jetzt fast draußen schlafen, bei den Temperaturen auch, da gewöhnt der Körper sich so ein bisschen dran. Also mein Kälteempfinden ist deutlich besser geworden als zu den ersten Tagen. Deswegen konnte ich da super starten und habe beim Verlassen des Dorfes tatsächlich da auch einen kleinen Dorfladen gesehen, konnte da nochmal zur Toilette gehen, konnte einen Kaffee trinken, endlich mal. Und ich sage euch, so ein Kaffee, wenn man sich da 2 Tage nach sehnt, das ist echt der absolute Hammer. Und hier bin ich gerade froh, direkt wieder im Wald zu sein. Noch ist Ruhe, aber ich habe vorhin auf die Karte geguckt. Ich werde tatsächlich heute schon Hamburg erreichen und auch einen großen Teil durchlaufen. Und ja, wie gesagt, plane da jetzt meinen finalen Pausentag ein. Hat mir also schon ein Hotel reserviert. Bis Hamburg ist es jetzt noch ein Stück. Und ich denke mal, ja, durch Hamburg werde ich einfach durchziehen und dann da auch gar nicht mehr filmen, weil ich glaube, das ist nicht so spannend. Und ja, ich habe auch nicht so Lust, ehrlich gesagt, durch eine Großstadt zu laufen. Deswegen werde ich da einfach durchballern, Pausentag machen. Erwartet auch noch ein Paket wieder und dann geht es weiter Richtung Süden. Aber ich würde sagen, jetzt laufen wir erstmal zu den Toren von Hamburg, weil ich glaube, so 20 Kilometer ist es bis dahin auch noch. So rutschig. Also was ist das bitte hier wieder für ein Wald vor Hamburg? Guckt euch das mal an. Ich bin froh, dass ich nicht hier lang muss, weil das sieht sehr nach Zecken natürlich aus. Deswegen führt hier ein kleiner Trail lang, aber das ist Hammer. Wie in Schweden, echt. Traumhaft. Und da hatte ich gerade die erste Zecke an meinem Bein erwischt. In so einer kleinen Tanne, die hier stehen. Tja. Oh Gott. Scheiße. Ja, da wiegt der Schuh doch direkt mal doppelt so viel. Das riecht doch hier nach Kaffee Nummer 2, oder? Geiler Tag bisher heute. ...18 Kilometer, jetzt wollte ich mich endlich mal hier hinsetzen, aber jetzt alles voller Ameisen. Und da kann man sich nicht so gut entspannen. Und dann erstmal weiter. Hier sieht es besser aus.
Ich komme echt gut voran heute. Macht irgendwie super Spaß. Also man hat manchmal Tage, da ist die Energie irgendwie nicht da. Und manchmal Tage, da fühlt man sich unbezwingbar. Und heute ist so ein Tag. Ich würde tatsächlich noch weiterlaufen, wenn ich jetzt nicht in Hamburg ein Hotel hätte. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall eine Pause machen und danach geht es dann zum Endspurt.